Ich will mal ein interessantes Geschäftsmodell vorstellen, das sich jetzt gerade in der Industrie entwickelt hat. Und zwar kommt das Militär zur Industrie und sagt, wir wollen Virtual Reality und Augmented Reality Trainings bauen, um die Masse an Soldaten für den Servicefall auszubilden. Okay. Haben wir uns gesagt, schauen wir uns doch an. Wir sind in der Entwicklung, haben den kompletten, also die Trainings aufgebaut in VR. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben für Ihr Produkt ein komplettes virtuelles Training auf einmal zur Verfügung, das Sie für den Kunden gebaut haben und überlegen sich, warte mal, was mache ich denn damit? Kann ich das womöglich auch für mich intern nutzen? Kann ich ausbilden damit? Oder kann ich es sogar eventuell anderen Kunden anbieten, wenn ich das Produkt schon habe? Würde bedeuten, ich bilde jetzt in China an der Produktionsstätte für dieses Produkt, wo ich ein virtuelles Training habe, jetzt im Vorfeld 10.000 Chinesen aus, Spezialisten, Servicetechniker, die bereitstehen im Markt. Wo der Kunde sich auf einmal umschaut und sagt, ey, warte mal, wenn ich dein Produkt kaufe, habe ich 10.000 Techniker hier. Spannend. Aber jetzt kommt erstmal, wo kommt eigentlich diese Anfrage her vom Militär? Wieso wollen die jetzt auf einmal virtuell Training in US und in Kanada? Weil wenn wir uns so die Historie anschauen, von Service, was für Technologien bisher vorhanden waren, haben die sich jetzt hier vorne, ab hier, die sogenannten Millennials, das sind junge Soldaten, haben die herausgefunden, Mensch, die sitzen ja den ganzen Tag vom Computer, sind online, die tauschen sich aus, sie haben permanent Kontakt in Teams, die machen Teambuilding online. Einer ist auf einmal der Teamführer, der andere ist ein Sniper, ist gut in der Defense. Die finden sich untereinander in komplett verschiedenen Lokationen und die lernen über Netzwerke, ohne irgendein Klassenzimmer. Sie bringen sich komplexe Anwendungen bei, ohne ein Klassenzimmer, ohne irgendwelche Dozenten. Die einzigen Dozenten, die sie haben, oder Lehrer, das sind eigentlich übers Netzwerk erfahrene Spieler, Mitspieler. Ich sehe es an meinem Sohn, er spielt ganz gern Minecraft, ist jetzt 7 Jahre alt. Er ist süchtig nach YouTube, ein Game Streamer, von dem lernt er die letzten Tricks. Und da ist jetzt das Militär draufgekommen und hat gesagt, ja, da müssen wir auch hin, wir bringen jetzt praktisch die Ausbildung der Techniker über Netzwerke. Dann gehen wir mal in die Game-Industrie, was bleibt uns übrig und was ist mir aufgefallen vor 3 Jahren? Die Game-Industrie, da steckt ja richtig Geld drin. Das ist also 100 Milliarden $, Respekt. Das heißt, da ist auch Technologie drin, die eine gewisse Reife hat, die man nutzen kann. Jetzt, wie übersetzen wir diese Gentechnologie, wie bekommen wir diese in die Industrie hinein, gewinnbringend? Im Bereich AI ist auch interessant, da gibt es auch reife Module mittlerweile. In-Game AI heißt praktisch, stellen wir uns mal vor, wir sind im virtuellen Raum, ein Feuer bricht aus und hier, ich bin der Lernende, der Rest hier sind Avatare. In dem Moment, wo das Feuer ausbricht, sagt die In-Game AI aus dem Zustand relaxed, sitzend, laufen, rennen, die Avatare rennen weg, da ist AI dahinter. Auch in der Erstellung von den sogenannten Grafiken, den Digital Twins, dass man diese ganze Umgebung aufbaut. Auch hier wird AI angewendet im Gaming-Bereich. Da habe ich gesagt, okay, interessant, schauen wir doch da mal weiter. Wir haben das geschafft, jetzt mal eine komplette Anlage aufzubauen, komplett in Virtual Reality.
Über Netzwerke können sich Leute zuschalten. Dieser Service-Bot, den der Sven auch vorhin erwähnt hat, da sitzt jetzt heute der Trainer dahinter. Das ist eine Person, der kann von egal wo über ein mobiles Endgerät sich in den virtuellen Raum schalten und die komplette Schulung durchführen, um die Techniker fürs Feld vorzubereiten. Er wiederholt diese Übungen immer und immer wieder. Und deswegen habe ich mir überlegt, warte jetzt mal, eigentlich, wenn das wiederkehrend ist, könnte doch diese Intelligenz da oben eigentlich von KI übernommen werden für die Standardanwendungen. Und dann gehen wir damit auch rüber in den Service. Und jetzt kommen wir gleich dazu. Wir haben hier aus dem Militärbereich gibt es also so Gaming, also Unternehmen, die sich spezialisiert haben, das Gaming in Militär und auch in Industrie zu bringen. Und da haben wir die ersten Entwicklungen gemacht. Jetzt, da bin ich eng in der Zusammenarbeit. Ich habe die Tools so angepasst, dass sie auf die Industrie passen. Mit einer Firma Modestry aus Kanada, die jetzt schon für die Canadian Navy und auch für die US Air Force praktisch die Lösungen liefert. Und dann ist mir das hier aufgefallen. Das ist die Roadmap vom On-Police. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, hey Mensch, das passt ja perfekt drauf. Wir können im virtuellen Raum können wir praktisch den Roboter mit Intelligenz füttern. Heißt, wir fangen jetzt an, das war der erste Schritt, das Knowledge Model. Wir nehmen einfach mal die Daten, die jetzt in einem Unternehmen vorhanden sind, Service Reports, man nimmt technische Dokumentationen, man nimmt Trainingsanweisungen, arbeitet diese auf und es zeugt daraus ein Knowledge Model. Dieses Knowledge Model sollte dann per Sprache abrufbar sein beim Service-Bot, um dann die richtigen Informationen zum Beispiel als Dokument zu bekommen. Momentan als Dokument, man macht es momentan durchsuchbar, aber dann immer intelligenter über die Zeit. Ja? So, schauen wir uns mal an. Also, bevor der Servicetechniker raus ins Feld geht, wir haben hier Virtual Reality, er kann die Übungen 100 Mal durchführen. Er kann einen Einsatz, zum Beispiel einen Retrofit, einen Umbaueinsatz, kann man ihn mit 3D vorbereiten im virtuellen Raum. Er kann sich qualifizieren, hat das Basic Training, geht dann aber nach dem Basic Training auf die andere Seite raus ins Feld mit Augmented Reality, wo ein Experte mit drauf schaut. Also er kann erstmal seine Basisqualifikation im virtuellen Raum machen, wo er nichts falsch machen kann, und dann gehen wir ins Feld raus und begleiten ihn noch mit Augmented Reality. Und jetzt überlegen wir uns mal, wir haben jetzt das komplette Training und ein 3D-Modell. Das kann man nicht nur für das Training verwenden, sondern man kann sich ja über Netzwerke auch mit Ingenieuren in Indien, China, weltweit in den Raum schalten und Sachen absprechen. Oder aber mal, man simuliert auch mal was. Man simuliert jetzt, wenn wir hier einen 50-Meter-Tank in diesen Raum bauen wollen, dann können wir das im virtuellen Raum erst einmal simulieren, ob der reinpasst und wie er passt, und zeigt es dann dem Kunden. Heißt, wir haben auch einen Sales-Aspekt, wir können ganze Anlagen dem Kunden jederzeit auf die Brille setzen und sagen, bevor es gebaut ist, das ist das, was wir liefern werden. Gut. Gut. Und ich bin jetzt hier wegen Machine Learning und AI. Wir haben ganz neue Datenquellen. Das heißt praktisch, wenn sich jemand im virtuellen Raum bewegt, können wir das tracken. Wir können hier eine Realtime-Analyse machen, wie in so einem Gaming, wie so einem Spiel. Du hast so und so viel, du hast einen Level erreicht über deine Bewegungen, dass du jetzt einen Expertenmodus hast.
Du bist kein Beginner mehr, du bist ein Fortgeschrittener. Du bist reif, um jetzt ins Feld zu gehen, weil du die Übungen so oft geschafft hast, dass du dort dein Training weiterführst mit Unterstützung von einem Experten, Expert Support. Das bedeutet, man hat einen Experten entweder auf dem mobilen Endgerät, also auf dem Handy, auf dem Tablet oder auf so ein Head-Mounted Tablet, wo man einfach hier sprachgesteuert das Tablet auf dem Kopf hat, 16 Megabit Kamera drauf und einen Spiegel. Wenn man da durchguckt, hat man ein 7 Zoll Display. Klemmt man gewöhnlich unter den Helm und hat jetzt komplette freie Hände, ohne dem, und sagt dann einfach, My camera, take photo und nimmt ein Foto auf. Take video, start video, stop recording. Ich nehme im Feld die S-Bild-Informationen auf. Ich kann damit Qualitätsprüfung machen, ich kann Audits machen, weil hier ein WLAN-Modul drauf ist und sich jederzeit von egal welchem Ort Experten auf diese Kamera mit draufschalten können. Egal wo ich stehe. Ich brauche nur eine Internetverbindung. Und das sind die Informationen, die wir hier jetzt auswerten können, um erstmal zu sagen, okay, was ist denn jetzt, wie professionell ist der, was braucht der Mann noch? Und wir stellen auf einmal fest, dass die Experten, die hier Unterstützung leisten, jetzt schon 100-mal dieselbe Unterstützung geleistet haben. Also macht es komplett Sinn, dass wir wieder in den virtuellen Raum gehen, ein Training ergänzen, anpassen, damit die im Feld nicht die ganze Zeit die gleiche Anfrage stellen können. Das heißt, das fließt zurück, die Informationen fließen zurück. Und da kommen ganz wichtige Informationen auch für die Konstruktion, die wir auswerten können. Aber dafür brauchen wir Algorithmen. Dafür brauchen wir Intelligenz. Es hilft nichts, wenn man durch eine Brille schaut, ein 3D-Modell sieht und darunter ist keine Intelligenz, es sind keine Daten darunter. Man muss im virtuellen Raum ein Digital Asset, eine Komponente, kann man in die Hand nehmen und wenn man es in der Hand hat, kann man das Teil bestellen, Bestellanstoß, kann einen 3D-Druck anstoßen oder gib mir einfach alle Informationen, die du daraus hast. Heißt praktisch, alle Bilder, die wir mit solchen Geräten für den Kunden geschossen haben, können wir anzeigen lassen und die komplette Servicehistorie kundenspezifisch oder über alle Servicefälle, die dieses Teil betreffen, auswerten und anzeigen. Dann kommen wir wirklich in dieses Field Intelligence hinein. Und jetzt das nächste Szenario ist also Expert Remote heißt, das ist die Brille, der Experte sitzt online, baut eine Verbindung auf und er sieht vor Ort exakt, was on-site passiert. Diese Informationen hier, er kann einen Snapshot machen, also der Aufnahme, macht eine Annotation, also er markiert etwas und schickt es dann wieder zurück auf die Brille. Und das sind auch alles Records, die wir speichern und auswerten können. Und sollte irgendwann mal der Fall da sein, dass wir keine Verbindung mehr haben, im Offline-Modus, dann ist der Einzige, der noch helfen kann, unser Servicebot. Der kann im Offline-Fall helfen, bei Standardfragen, Informationen aufbereiten. Und das ist so eine Entwicklung, wo wir sagen, okay, das ist für die Industrie relevant. Da steckt Geld dahinter, weil so eine Brille kostet 1600 € die Hardware, dann zahlt man nochmal 1500 für eine Software. 3000 €, wenn man die Brille vor Ort hat, für 3000 €. Schicken wir mal einen Experten los, wie wir es heute machen. Der holt sich jetzt auf den letzten Drücker einen Flieger nach China. Der sitzt ewig am Flughafen, fährt
2 Tage Anreise, 1 bis 2 Tage Anreise, bis der da unten ist und wir das zusammenrechnen. Apropos Business Case, das hat sich gerechnet. Ein Einsatz, wo man Experten heute runter auf die Anlage schickt, damit er sich ein Bild machen kann, kostet 5.000 €. Lassen wir doch lieber eine Brille unten und haben immer ein Auge auf die Produkte und auf den Service, auf die Zustände, weil dann können wir dann damit auch noch erweitern. Wenn wir dann erweitern, schauen wir uns mal an, was ist denn eigentlich hier um den Servicetechniker herum, wenn es nicht mehr dieses Klassenzimmerdenken gibt und nicht mehr die Lokation bestimmt ist. Wir haben Virtual Reality, das haben wir aufgebaut und haben gesagt, okay, wir müssen unsere Assets konvertieren, also das heißt praktisch, wir müssen die CAD-Informationen nehmen, die automatisiert konvertieren, damit sie zur Verfügung stehen. Dann haben wir jetzt erst einmal sämtliche Komponenten von einer Anlage oder von einem Produkt verfügbar in einer Library, können dann über Multi-User können wir uns zusammenschalten und austauschen und können da schon zum Tracken anfangen. Multi-User und dann, ganz wichtig, Cross-Plattform. Wir können nicht erwarten, dass irgendjemand jetzt in Bangladesch auf einer Anlage eine VR-Brille hat, sondern wenn, dann hat er ein mobiles Endgerät wie ein Handy. Er muss in der Lage sein, sich über das Handy oder egal welches Display, egal welches Gerät, müssen wir in der Lage sein, uns zusammenzuschalten. Und das hat die Technologie, das gibt es heute her, die Gaming-Industrie gibt es heute her von der Technologie und das haben wir jetzt schön in die Industrie übersetzt. Und zusätzlich zu den Digital Asset haben wir dann neben den AI, also neben der künstlichen Intelligenz, wo wir die Daten aufbereiten, die wir schon im Hause haben, kommt natürlich auch noch die IoT-Daten. Wenn ich jetzt schaue, dieses Gerät und meine Brille aufsetze, dann gibt es so eine schöne Funktion, die heißt Shape und Feature Point Recognition. Anhand von der Form und den Merkmalen erkennt die Brille, was das für ein Teil ist in unserer Datenbank und gibt dazu sämtliche Informationen von Stand und Zustand vor, wie alt es ist, wie oft es gewartet wurde. Wenn hier Sensoren mit drauf sind, zeigt er mir auf der Brille sofort die Sensoren an. Das ist die Technologie, die es heute schon gibt und wir jetzt in der Industrie umsetzen in gewinnbringende, also neue Geschäftsmodelle, Digital Services, Trainings anbieten. Das ist das, wo wir jetzt dran arbeiten. Im Bereich AI haben wir starke Partner, Empolis, die stark spezialisiert im Service sind. Das ist wichtig. Wir haben auch IBM, SAP. SAP ist natürlich auch hier, wenn wir ein Teil bestellen wollen, dann brauchen wir erstmal den Preis. Also ich selektiere im virtuellen Raum ein Asset, dann brauchen wir einen Preis und wenn wir bestellen, muss SAP direkt angetriggert werden, dass das geliefert wird. Bei den anderen, Google, OpenText, Amazon, Microsoft, in einem Unternehmen hat man eigentlich schon viel AI-Potenzial, also die Tools sind da, aber keine Ahnung, wie wir die überhaupt umsetzen sollen. Und da sehe ich die Stärke von Empolis, die sagen, hey, wir wissen in der Industrie, wir können die Technologie übersetzen und hier in den Servicebereich gewinnbringend umsetzen. Heute sind die ganzen Serviceberichte und die ganzen Informationen eigentlich irgendwo abgelegt als Service Reports, in Papierformat, stored als Records und wir haben jetzt, wenn wir über Trainings und auch Serviceaktivitäten reden, sind wir ziemlich rigide heute. Das heißt, es gibt einen Activity-Katalog, den kann man nicht so ohne weiteres anpassen, aber was wir schon machen können, wir können über AI das mal durchsuchbar machen. Wir
können schon mal schauen, okay, was haben wir was für ein Knowledge Model haben wir im Unternehmen, wie intelligent sind wir und können das mal ganz transparent durchsuchbar machen. Das ist der erste wichtige Schritt, weil wir dann nämlich basierend darauf eine Guidance bilden und sagen, okay, basierend auf deinen Aktivitäten, Fehlerbaumanalyse zum Beispiel, kriegst du eine Guidance, dann kriegen wir auch so einen flexiblen Inhalt, wir kriegen die richtigen Dokumente an der richtigen Stelle. Die nächste Ausbaustufe, in den nächsten Jahren, heißt praktisch der Inhalt, der konzentriert sich dann wirklich auf die Person und ist maßgeschneidert. Der Roboter, der Servicebot, der ist vom Wissen her in der Lage, das selber durchführen zu können, kann aber nicht, weil er nur ein Stück Software ist. Deswegen sagt er ganz genau, wie es der Human zu tun hat. So. Dann haben wir auch wirklich Dynamic Content. Ich bewege mich in dem Raum, ich schaue auf das Teil, also die AI, die wertet praktisch den Zustand aus und sagt zu mir ganz genau, was ich zu tun habe. Step-by-Step-Guidelines, bau das so jetzt aus, das musst du jetzt hier machen und dann gibt es sogenannte Animated Workcards, Arbeitskarten, die dir visualisiert, das Zerlegen der Komponente dann auch anzeigt und man muss eigentlich von der Qualifikation her, wenn wir jetzt mal bei den Kunden draußen schauen, die selber eine Wartung durchführen oder die schauen, dass man praktisch Produkte von der Lebenszeit Downtime, also die Ausfallzeiten, dass man die reduziert, da wollen die Kunden heutzutage wirklich, die brauchen kein qualifiziertes Personal, weil die das zu teuer sind. Mit dieser Technologie braucht man unterm Strich einen Brillenhalter. Man baut die kompletten Barrieren, Sprachbarrieren ab und das gilt es jetzt nämlich hier zu nehmen in der Industrie und umzusetzen. Und wir sagen, dieser Servicebot, der soll jetzt bitte im Service-Event sofort Feedback geben. Wenn es ein Problem gibt, gib uns zu dem Service-Vorfall beim Kunden alle Informationen, die wir benötigen. Danach in einem zweiten Schritt bewertet er alle Services, ähnliche Services und matcht die zusammen und leitet daraus neue Erkenntnisse ab. Und da kriegen wir auch unsere Rückmeldungen, an die wir arbeiten können und haben dann am Ende können eine Training- und Service-Strategy ableiten, wo wir sagen, okay, so bauen wir in Zukunft unsere Organisation auf und zwar anhand des Reifegrads des Servicebots und der KI. Und weitere Informationen sind natürlich After-Action-Reviews. Lasst uns mal eine Zusammenfassung machen, wie ist der Service gelaufen. Auch die müssen wir ablegen, bewerten lassen und ins Gesamtpaket mit einfließen lassen, dass wir wirklich Intelligenz hinter Visualisierung bekommen. Auch mal ein paar Hürden, die wir noch nehmen müssen. Bedeutet das Mindset, also von der Einstellung her ist man eigentlich immer noch im letzten Jahrhundert, sage ich mal, in der Industrie. Man denkt, wir haben keine Daten, wir haben keine Informationen, aber man sieht, man kann Datenquellen, neue Datenquellen finden mit neuen Technologien. Und dann haben wir hier wirklich herbes eine Umgebung. Wenn man jetzt kurz mal auf so ein Schiff geht oder auf eine Anlage geht, da kommt man nicht mit so einer fancy HoloLens für 5.000 € her, weil die fällt einmal runter, und das ist nämlich schon oft passiert, dann ist die kaputt. Das Gerät, Staubschutz, kann man fallen lassen von hier oben, überlebt es, das muss robust sein. Das ist auch aus dem Militärbereich, so eine Realware, Head-Mounted Tablet, sehr zufrieden damit. Die hält was aus und vor allem, das ist das einzige Gerät, das auch eine ATEX-Explosionszertifizierung hat. Dann ist hier ein roter Streifen drauf. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, so kostet die 1600. Sobald aber der rote Streifen drauf ist und man die Batterie nicht mehr rausziehen kann,
schlagen die mal glatt 3.000 € drauf. Also eine Funktion weniger, aber dafür teurer. Aber dafür ist zertifiziert, heißt praktisch, man kann das vorlegen und sagen, Kunde, schau her, wir können auf Gasanlagen gehen, explosionsgefährdet mit diesen Geräten. Und dann ist natürlich die Verfügbarkeit der Internetverbindung ist nach wie vor eine Thematik. Es gibt natürlich Länder, da hat man eine sehr gute Verbindung über SIM. Die muss man auch haben, um dieses Expert Remote überhaupt machen zu können, um sich auf das Expertennetzwerk des Unternehmens draufschalten zu können. Das sind so Challenges. Cybersecurity ist klar, Datensicherheit, IP-Protection, wenn wir wirklich die Twins, diesen Digital Twin im virtuellen Raum haben, müssen wir auch dafür sorgen, dass das nicht jemand kopieren kann, diese Informationen. Und dann ist auch die Frage, wer ist denn der Eigentümer von den ganzen Daten? Und wie wird mit den ganzen Daten umgegangen? Das sind alles Fragen, wo man sagt, das sind noch offene Dinge, die man erklären muss. Und das ist natürlich eine immer wechselnde und immer wachsende Umgebung hier, wo man sich zurechtfinden muss. So, das war mein Beitrag dazu. Dankeschön.